Herzlich willkommen, liebe Freunde der Wir Bochum AG Auszug. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sind heute in der Kunstgalerie Löser in Erfurt. Ihr werdet euch fragen, warum Kunst? Kunst ist ganz klar ein ganz wesentlicher Bestandteil von Investment. Kunst als Investment sehr unterbewertet. Für uns passt es hervorragend in unsere besondere Auswahl. Warum? Es ist im 100%igen Eigentum unserer Mandanten, nicht nur Besitz, riesiger Unterschied. Zweitens ist es kein Finanzprodukt und wer sich damit beschäftigt, wird die Feinheiten rauskristallisieren. Der Vorteil für euch ist, dass ihr nach 365 Tagen Haltedauer eines Kunstwerks, genauso wie bei Edelmetallen oder anderen Investments, die wir empfehlen, steuerfreie Erträge für euch zu generieren sind. Der nächste Punkt ist, wir haben natürlich eine Diversifikation in Investments, die allesamt außerhalb des üblichen Fokus liegen. Nicht ganz unwesentlich, dass wir dadurch behaupten können, wir haben Investments, die alle unterschiedliche Märkte nutzen, was sehr wichtig ist, um Gegenläufigkeit in der Entwicklung zu erzeugen. Das heißt, keines unserer Investments, das wir euch empfehlen, spiegelt genau die gleiche Entwicklung des anderen wider. Unglaublich erfolgreich in der Gesamtkombination. So, liebe Freunde, jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, welche sind denn die Kriterien? Worauf kommt es an bei der Auswahl von Kunst und Künstlern? Manuel, erzähl. Genau, also im ersten Moment muss man natürlich schauen, gefällt einem die Bildsprache von dem Künstler überhaupt? Ne? Gefällt einem sein Gesamtwerk und wie hat er sich vielleicht auch entwickelt? Das heißt, was hat er für eine Vita, welche Lehrmeister, welche Ausbildung hat er genossen, hat er vielleicht studiert an der Kunstakademie, lauter solche Dinge halt. Ne? Im nächsten Moment schaut man dann, wo hat er schon ausgestellt. Waren das jetzt große Galerien, waren das eher kleinere Galerien? Sind das Gruppenausstellungen gewesen? Mit welchen Künstlern hat er vielleicht zusammen ausgestellt? Die Kirsche auf der Sahnetorte so ein bisschen sind dann die Museumsausstellungen natürlich. Okay. Das verleiht einem Künstler einfach ein gewisses Renommee und natürlich auch die Sammlung, in denen er vertreten ist. Das heißt, sind das bekannte Sammler wie der Schraubenwirt, den kennt vielleicht jeder, ja, klar. Eine ganz bekannte Kunstsammlung. Ist er vielleicht auch bei gewissen Family Offices gezielt angekauft worden. Ne? Da gibt es ja wirklich große Offices, die ganze Vermögen verwalten und dementsprechend dann auch zielgerichtet die Kunst ankaufen. Also Kunst auch da wieder als Invest. Genau. Und dann natürlich auch prominente Sammler, sehr interessant. Tommy Hilfiger als ein Beispiel, hat eine sehr bekannte Kunstsammlung, auch im Bereich Pop Art. Ah ja, toll. Und all diese Faktoren, das heißt diese ganzen Ausstellungen und die Entwicklung von einem Künstler, die fließen dann in ein gewisses Ranking mit ein. Da gibt es eine Plattform, die heißt Artfacts und die listet 1 Million lebende und tote Künstler. Das heißt, die sind da alle mit den Daten versehen. Und da schaut man dann, okay, der hat mit dem ausgestellt, dann ist er auf dem und dem Ranking. Und da kann man so sagen, ja, so unter die Top 10.000 zu kommen, das ist gar nicht so einfach. Unter die Top 1000 nochmal wesentlich schwerer. Und so schaut man sich dann halt die Entwicklungskurve von dem Künstler an. Also eigentlich die Kurve wie bei einem Investment, wie bei einem Index von S&P 500 und dazu hast du mal einen Vergleich gemacht. Genau. Wenn man den jetzt mit diesem Contemporary Art Index, also den Index für zeitgenössische Kunst vergleicht, dann muss man sagen, dass dieser Index den S&P 500 outperformt. Also wirklich auch wesentlich krisensicherer war und einfach genial. Unglaublich, oder? Wichtiger Baustein bei uns ist natürlich bei der Auswahl eines Investments, lässt sich dieses Investment in die üblichen Bereiche integrieren. Also fügt es sich in ein Portfolio ein als Bestandteil, der ausgetauscht werden kann. Also kann ich Bereich Kunst von Beginn, von der Auswahl bis zum Exit begleiten als Berater, können wir auch bei Marktwahrnehmung von Chancen, können wir vielleicht auch mal einen Gegenstand gegen einen anderen austauschen, das heißt Kunst im Bereich Kunst oder Kunst in anderen Bereichen, die wir euch sonst noch empfehlen. Ja, ist möglich. Heißt also, aus unserer bisherigen Erfahrungswelt können wir euch durchaus bestätigen, dass
Mandanten von uns von Bereichen der Edelmetalle in technische Metalle, auch mal in Edelsteine, in Kunst und wieder zurück gewechselt haben, jedes Mal mit einer erfolgreichen Performance, die sich sehen ließ. Das heißt also, der Exit-Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt zum Verlassen eines Investments oder auch zum Tauschen in einen anderen Baustein ist bei uns ein ganz elementarer Bereich, den wir natürlich auch für euch begleiten. Das heißt, wir sind da auch bei Fragen. Und die nächste Frage war für uns, lässt sich der Bereich Kunst genauso handeln wie alle anderen Bausteine bei uns in Form eines Teileigentums? Manche Freunde unseres Hauses sagen, Manfred, kann ich denn so ein Bild, kann ich mir sowas komplett leisten? Und wenn nicht, was mache ich dann? Unsere Lösung ist ganz klar das Teileigentum. Genauso wie bei Edelmetallen kann jeder Mensch bei uns, der sich für Kunst begeistert, ganz genauso sich an einem Kunstwerk beteiligen. Sei es ein Gemälde, sei es eine Skulptur. Und er hat die Sicherheit, dass er jedes Mal ein Objekt besitzt, das einzigartig ist und in der Regel sogar nicht multipliziert wurde, also als Unikat besteht.